Dieses Jahr wollte ich etwas Besonderes machen. Nicht einfach nur Kokosmakronen, sondern gleich 7 verschiedene Varianten. Von klassisch bis verrückt, von Schoko bis Bratapfel und ja, sogar geschwängerte Kokosmakronen sind dabei. Das Grundrezept ist alt aus meiner Kochausbildung, aber gelingsicher und bis heute unschlagbar. Ich zeig's dir Schritt für Schritt mit Profi-Tricks, damit dir keine einzige Makrone misslingt. Für die Kokosmakronen verwende ich ein altes, aber erprobtes Rezept aus meiner Kochlehre. Im Video siehst du übrigens die doppelte Menge, weil ich heute richtig Gas gebe, aber in der Videobeschreibung findest du die normalen Mengen. Zuerst kommt Zucker in die Schüssel, dann eine Prise Salz, das ist wichtig, weil Salz Süße betont und die Aromen hebt. Danach das Eiweiß und natürlich die Kokosraspeln. Wer mag, kann jetzt schon Aromen einarbeiten, Vanille, Zitrone oder Mandel passen perfekt. Jetzt wird alles schön verrührt. Und kleiner Tipp, je weniger Masse in der Schüssel ist, desto besser lässt es sich vermischen, also lieber in Etappen arbeiten, wenn du viel machst. Jetzt kommt der wichtigste Schritt, das sogenannte Abbrennen. Dafür stelle ich die Schüssel auf ein Wasserbad. Die Masse wird auf etwa 60 bis maximal 70 Grad erhitzt unter ständigem Rühren. Achtung, nicht heißer machen, sonst stockt das Eiweiß und dann hast du Rührei statt Makronen. Eigentlich macht man das klassisch direkt im Topf mit direkter Hitze, ähnlich wie beim Brandteig bzw. Brandmasse. Aber ich zeige dir die sichere Variante auf dem Wasserbad. So kannst du ganz entspannt rühren, ohne Angst, dass dir die Masse gerinnt. Wenn du kein Thermometer hast, ganz einfach. Finger reinstecken und wenn es so heiß ist, dass du ihn nach 4-5 Sekunden wieder rausziehst, dann weg vom Herd. Die Masse glatt streichen, damit sie schneller abkühlt und dann kannst du mit den Varianten starten. Während die Masse leicht abkühlt, nehme ich einen kleinen Teil ab und verrühre ihn mit etwas Kakao. So bekommst du eine richtig schöne dunkle Kakaomasse. Dann gebe ich beide, die helle und die dunkle, in Spritzbeutel. Ich verwende die größte Sterntülle, die ich habe, damit die Makronen schön rustikal aussehen. Falls du keine Sterntülle hast oder die Masse zu fest ist, kein Problem, dann einfach mit einem Löffel aufs Backblech setzen. Der Geschmack bleibt derselbe. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsvarianten, Kokosmakronen mit Nutella-Chili-Füllung. Dafür mische ich etwa 3 Esslöffel Nutella mit einem Teelöffel Chilipulver. Kurz ziehen lassen, damit sich das Aroma entfaltet. Unbedingt abschmecken, je nach Chili kann die Schärfe sehr unterschiedlich sein. Wenn du magst, kannst du sie richtig schön pikant machen. Dann gebe ich ein bisschen Kokosmasse aufs Blech, fülle einen Klecks von der Nutella-Chili-Mischung hinein und schließe sie mit etwas Kokosmasse. Mit angefeuchteten Fingern verschließen, so bleibt nichts kleben. Wenn du alles richtig gemacht hast, läuft beim Backen nichts aus. Und das Beste, beim Anschneiden bleibt die Nutella-Füllung innen cremig, warm und leicht flüssig, einfach genial. Für die Wintervariante spritze ich kleine Böden aufs Blech. Die Bratapfelfüllung habe ich vorher zubereitet. Zucker zu Karamell geschmolzen, mit Apfelsaft abgelöscht, Äpfel und weihnachtliche Gewürze dazu, einreduzieren lassen, fertig. Falls dir das zu schnell ging, im Bratapfel-Tiramisu-Video erkläre ich die komplette Bratapfelmasse Schritt für Schritt ganz ausführlich. Schau dir das danach gerne an, es lohnt sich. Jetzt drücke ich die Böden mit einem nassen Finger flach, gebe die Bratapfelmasse hinein, schließe sie mit weiterer Kokosmasse und glätte alles mit angefeuchteten Fingern. Das Ergebnis: außen goldbraun, innen saftig und dieser Duft nach Apfel, Vanille und Zimt.
Das ist Weihnachten pur. Jetzt kommt mein persönliches Highlight, die geschwängerten Kokosmakronen. Ich forme eine Mulde aus Kokosmasse, setze eine kleine, fertige Supermarktmakrone hinein, ja, richtig gehört, und verschließe sie wieder. Quasi Makrone trifft Makrone. Nach dem Backen perfekt. Nichts ausgelaufen, super Farbe und der Überraschungseffekt ist garantiert. Im Anschnitt sieht man, die kleine Makrone ist in der großen gebacken und das schmeckt besser als man denkt. Aus der restlichen Masse forme ich klassische Kokosmakronen, ganz ohne Füllung, einfach pur. So wie wir sie seit Kindertagen kennen, außen leicht knusprig, innen weich und saftig. Bei den Nutella-Makronen mache ich einen Schokoboden, ganz klassisch aus Zartbitterschokolade. Ich tauche die Makronen leicht hinein und setze sie aufs Backpapier, bis die Schokolade fest wird. Wenn du wissen willst, wie man Schokolade richtig temperiert, ohne dass sie grau oder stumpf wird, schau dir mein Rumkugel-Video an, dort erkläre ich das genau Schritt für Schritt. Ein kleiner Teil der normalen Kokosmakronen bekommen eine Schokohaube. Dafür einfach den Kopf in Kuvertüre tauchen und sofort in Kokosraspen wälzen, so bekommst du diesen Schneeeffekt obendrauf. Die restliche Kuvertüre nutze ich für die Schokomantel-Variante. Dafür tauche ich die Makronen komplett in Schokolade, wälze sie kurz darin und setze sie aufs Backpapier. Wenn sie fest werden, glänzen sie richtig schön wie kleine Pralinen. Für die Kokosmakronen im Mandelkrokantmantel schmelze ich Zucker zu Karamell und gebe Mandelblättchen dazu. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, im Bratapfel-Tiramisu-Video habe ich diesen Schritt mit Kamera und Profi-Tipps erklärt. Die Herdplatte aus und dann, Vorsicht, die Kokosmakronen im heißen Karamell wälzen. Karamell ist extrem heiß, also bitte mit einem Holzspieß oder einer Gabel arbeiten, nicht mit den Fingern. Das Ergebnis: ein süß-knuspriger Mantel mit einer feinen Röstaromatik, pure Perfektion. Und jetzt kommt die letzte Variante: Kokosmakronen mit Limettenglasur. Dafür verrühre ich Puderzucker, Wasser und frischen Limettensaft zu einer dickflüssigen Masse. Einmal eintauchen, kurz trocknen lassen und fertig ist die frische, fruchtige Variante. So sieht das Ergebnis aus. Makronen mit Schoko-Kokosköpfen, komplett mit Schokomantel, mit karamellisiertem Mandelkrokant, mit Limettenglasur, zweifarbig mit Kakao und natürlich die klassischen. Und hier hinten meine Füllungen, die geschwängerten, die mit Nutella Chili und die Bratapfelmakronen. Natürlich probiere ich zuerst die geschwängerte Version und ja, da sitzt sie, die kleine Makrone aus dem Supermarkt, gebacken im großen Bruder. Einfach genial. Aber auch die Bratapfelfüllung ist ein echtes Highlight, saftig, aromatisch und richtig weihnachtlich.
Und wenn du bis hier geschaut hast, dann hast du es verdient, dir selbst eine zu gönnen. Schreib mir in die Kommentare, welche Variante du als erstes nachbacken würdest und ob du eher Team Schoko, Team Frucht oder Team Klassisch bist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Und falls du noch mehr gelingssichere Weihnachtsrezepte suchst, schau dir mein Bratapfel-Tiramisu oder meine Rumkugeln an. Denn hier gilt: einmal backen, 7 Varianten, 0 Langeweile.